Das, was du vorhin gesehen hast, war der tolle Place de Gaulle. Dort findet immer dienstags, donnerstags und samstags ein gemischter Markt statt, und zwar immer bis 1 Uhr. Und ich habe das Ganze schon mal im Winter in einem Video verewigt, das verlinke ich dir oben. Und in diesem Video machen wir uns jetzt auf den Weg zum Künstlermarkt sowie zum Flohmarkt in Antibes. Viel Spaß bei diesem Video! Und während wir hier noch gemütlich durch die Gassen laufen, erzähle ich dir mal ein bisschen was zu dem Künstlermarkt sowie zum Flohmarkt. Der Künstlermarkt, der findet in dieser großen Markthalle am Cours statt. Dort, wo wir auch im Winter schon mal waren, für ja, Obst, Gemüse und so allerlei. Diesen Obst-Gemüsemarkt findest du vormittags in dieser Markthalle. Und ab Nachmittag, so ab 15:30 Uhr, findest du dort allerlei Maler, Bildhauer, Keramiker und alle möglichen anderen Künstler mit ihren Werken. Und zwar immer freitags, samstags und sonntags. Partie de pétanque, ça fait plaisir. La poule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir.
Und genau das ist für mich der Inbegriff dieser französischen Gassen. Diese Live-Musik, das ist doch so ein krasser, schöner Flair. Und wir haben ihm da noch so ein bisschen Geld reingeworfen. Ich meine, versteht sich von selbst. Wenn er schon in mein YouTube-Video reinkommt, dann soll er auch was dafür bekommen. Ja, richtig, richtig schön. Macht auf jeden Fall Laune. Und da sind wir auch schon auf dem Place National, wo es immer donnerstags und samstags von morgens bis abends einen Flohmarkt gibt. Wobei ich an diesem Tag so ein bisschen das Gefühl hatte, dass alle schon so ein bisschen am Einräumen waren. Obwohl online steht, dass das Ganze bis 18 Uhr läuft, waren die schon ein bisschen früher am Einräumen. Fand ich jetzt nicht schlimm. Wir konnten trotzdem einen Blick auf die ganzen Produkte erhaschen. Ich finde das immer spannend, so ein Flohmarkt. Also ich finde, das hat auch jetzt nicht so viel mit dem zu tun, was man so in Deutschland unter einem Flohmarkt versteht, sondern ja, es ist schon so ein bisschen was Antikes, so richtig schöne Fundstücke. Und wie schön sind bitte diese Blumen, die überall in der Stadt verteilt sind. Ich finde das so herrlich. Das ist für mich der Inbegriff von Frühling. Aus dem Buch? Ja, alles. Musst du mal gucken. Und damit herzlich willkommen auf diesem französischen Flohmarkt. Enjoy! Wisst ihr, was ich immer voll schwierig finde bei solchen Märkten? Ich finde es ja auf der einen Seite super spannend, so voll alte Sachen zu sehen oder auch alten Schmuck oder so. Aber ich finde es schwierig einzuschätzen, welchen Wert dieser hat. Ich versuche ja schon so ein Bares für Rares Blick da so ein bisschen reinzubringen, aber ich habe tatsächlich gar keine Ahnung von den Sachen. Und vielleicht könnte man das ein oder andere Schätzchen dort finden, was am Ende voll viel Geld wert ist. So, weil ich glaube schon, dass in diesen richtig alten französischen Haushalten echt geile Sachen hausen. Aber ey, keine Ahnung, ohne Scheiß. Ich glaube, man müsste da mit einem Experten mal hingehen und so ein bisschen rumstöbern. Auch das Porzellan und so, mega schön. Ich habe mal in Cannes auf einem Flohmarkt so ein richtig schönes Service-Set gekauft, ich glaube für 10 Euro. Und das sieht so schön aus. Da ist sogar unten so ein, wie nennt sich das? So was draufgestempelt. Keine Ahnung, wie viel wert das tatsächlich ist. Ich finde es aber tatsächlich super schön. Vor allem hier diese hellblauen. Wow, sieht mega schön aus.
Hättet ihr da so einen Blick für? Also wüsstet ihr, wann irgendetwas viel wert ist oder nicht? Ich glaube, das kann man tatsächlich nur als Experte, oder? Finde ich voll schön, die Farben. Münzen aller Art. Wenn man sich da auskennen würde, ne? Ach, guck mal. Figürchen. Steht da, was die kosten? Eine 1 Euro. 7, 5 Euro. Die sehen irgendwie aus wie so asiatische Figuren, ne? Ja, irgendwie voll süß. Oder creepy, weiß ich nicht. Kann ich nicht entscheiden. Doch da hinten waren wir noch nicht. Nur darum oder hinten auch? Ich habe es ja voll mit den türkisen und hellblauen Sachen. Boah, ich finde die richtig, richtig schön. Ich habe diesmal aber tatsächlich nichts gekauft. Vielleicht ein andermal. Vielleicht fahre ich auch noch mal nach Cannes zum Flohmarkt. Den fand ich ein bisschen größer, aber da muss man darauf achten, dass es kein zu heißer Tag ist. Da habe ich nämlich vor 2 Jahren mal den Fehler gemacht. Das war ein richtig, richtig heißer Tag. Und dann hat man einfach auch nicht so viel Spaß dran, da rumzulaufen und sich alles in Ruhe anzuschauen. Ja, meine Lieben, das war jetzt erstmal der Flohmarkt. Echt hübsche Sachen dabei. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Seid ihr Flohmarktgänger generell in Deutschland oder wart ihr auch schon mal in Frankreich auf einem Flohmarkt oder in anderen Ländern? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, ob ihr auch gerne mal stöbern geht bei so antiken Sachen. Und ja, gleich sind wir auch schon auf dem Künstlermarkt. Künstler, Skulpturen, Maler, alles Mögliche. Bin gespannt, wie das so ist. Ja, cool. Siehst du, was so ein kleines kostet? Nein, ne? 20. Und 15. Na, wir sind ja hier noch in der Nähe, ne? Falls man irgendwann sich ein Bild noch holen möchte. Tim und Struppi. Ah, mit Namen.
Und das, ihr Lieben, war der Künstlermarkt von Antibes. Ich habe zwar nichts gekauft, aber ich fand es schon ziemlich spannend zu sehen, was alles so kreiert wird. Ich bin ja selber sehr kreativ und vielleicht werde ich auch das eine oder andere Mal nochmal vorbeischauen und mir dann auch was kaufen. Vor allem diese Bilder haben es mir angetan da am Anfang. Ich überlege ja schon länger, mir irgendwie davon eins mitzunehmen nach Hause und dann einzurahmen. Ja, richtig, richtig schön. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Folgt mir gern für mehr Einblicke aus Frankreich.